Objektnummer SCP-030-DE, Klassifizierung sicher. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-030-DE wird in einem Waffenkoffer aus schlagfestem Kunststoff mit den Maßen 78 x 31 x 12 cm aufbewahrt, welcher mit Schaumstoff ausgekleidet ist. Der Koffer mit SCP-030-DE wird in einer speziellen Waffenkammer RTI-011 in Standort DE gelagert. Zugang zur Kammer ist nur mittels einer Magnetkarte möglich, welche sich im Besitz des Standortleiters befindet. Zugang zur Waffenkammer RTI-01 hat nur autorisiertes Personal der Sicherheitsstufe 4. Beschreibung. SCP-030-D ist ein hochmodernes Sturmgewehr mit der Bezeichnung Hammer P1. Das Hammer P1 ist das einzige bekannte Sturmgewehr, welches keinerlei herkömmliche Munition benötigt. SCP-030-DE wurde aus einem Stück gefertigt. Die Waffe scheint aus einer unbekannten Titanlegierung mit nicht identifizierbaren Legierungselementen zu bestehen, was eine sehr hohe Stabilität gibt. Ausnahmen hiervon sind der Abzug, der Hebel für Feuermodus und das Visier. Diese bestehen aus Kunststoff, Stahl, Aluminium, GFK und Carbon. Es ist kein Verfahren bekannt, wie die Waffe zerlegt werden kann, ohne sie zu zerstören. Die Beschichtung von SCP-030-DE ist dieselbe wie von SCP-047-DE und SCP-DE. Diese Beschichtung macht die Waffe sehr robust und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Da diese Waffe ohne herkömmlich Munition arbeitet, besitzt sie auch keine Mündung. Auch gibt es kein Magazin zum Nachladen der Waffe. Nach mehreren Tests konnte noch immer nicht festgestellt werden, ob sich SCP-030-D eine Anomalie zunutze macht oder ob es sich hierbei um eine reine Energiewaffe handelt. Es besitzt 3 Feuermodi: Einzelfeuer, Salve und Dauerfeuer. Am unteren Ende des Kolbens von SCP-030-D ist eine grüne LED eingefasst, die dauerhaft leuchtet. Über dieser LED stehen die Worte Batteriestatus. Am Kolben befindet sich ebenfalls der Batterieschacht. Das Öffnen des Schachtes oder Entfernen der Batterie war bisher ohne Erfolg, da die Abdeckung mit der Waffe verschmolzen ist. Das gilt für alle Exemplare der Hammer P1-Reihe. Auf der Waffe sowie auf dem Gewehrkoffer ist das Logo der Raptor Tech Industries abgebildet. Beides nicht im Bild zu sehen. SCP-030-DE ist ein Prototyp der Firma Raptor Tech Industries. Es wurden von der Foundation Deutschland eine Stückzahl von in Auftrag gegeben und 20 Stück wurden geliefert, um MTF-Einheiten im Kampf gegen SCPs zu verbessern. Als Raptor Tech in Auftrag gegeben, SCP-030-DE am 15. August 2000 lieferte, waren über die genaue Funktionsweise keine weiteren Informationen bekannt. Funktion. Einige Tests von SCP-030-DE an Tieren und später an Klasse D-Personal zeigten folgenden Effekt am lebenden Organismus. Wird das Hammer gegen ein lebendes Ziel gerichtet und betätigt, spürt der Nutzer keinerlei Rückstoß der Waffe. Auch ist kein Schussgeräusch zu hören. Es kann lediglich ein leichtes Summen vernommen werden. Wird das Ziel getroffen, hat dies zur Folge, dass je nach Lokation des Treffers Knochen oder Organe gebrochen/zerquetscht werden. Einzige Ausnahme ist die Haut, die dabei keinerlei Schaden davon trägt. Dabei gibt es keine Einschuss- oder Austrittslöcher bei betroffenen Lebewesen, da SCP-030-DE ohne Projektile schießt. Anschließende Autopsien zeigten keine Art von Projektil oder dergleichen in Testobjekten. Das Abfeuern auf leblose Objekte zeigte keinerlei Effekt. Nachtrag. Am 20. Juli 2000 stellte die amerikanische Foundation einen Antrag auf SCP-030-DE zu Testzwecken an SCP-682 nach, bewaffnetes biologisches Isolationsareal 14 zu liefern. Antwort der deutschen Foundation ist noch ausstehend. Testreihe 1 Tiere. Anmerkung: Die Testreihe Tiere sind die ersten Versuche, SCP-030-DE zu verstehen. Geleitet werden die Versuche von Dr. Hass und sein Assistent. Es soll das Schadenspotenzial und die Reichweite von SCP-030-DE ermittelt werden. Die Tests werden auf dem Schießstand von Standort-DE durchgeführt. Als Ziele dienen Schweine, Kühe, Pferde und 5 Elefanten, um den Schaden an größeren Lebensformen zu testen. Zusammenfassung: Nach einer Serie von 59 Tests an Tieren konnten folgende Ergebnisse gewonnen werden. SCP-030-DE hat eine Reichweite von maximal 326 Metern. Bei der Ermittlung des Schadenspotenzials wurde festgestellt, dass der Schaden immer gleich bleibt, selbst auf einer Entfernung von 326 Metern. Oberhalb dieser Reichweite verliert SCP-030-DE seine Wirkung. Testreihe 0103 mit Klasse D Personal. Anmerkung:
Die Testreihe mit Klasse D Personal wurde nach zahlreichen Tests mit Tieren von Dr. Hass beantragt. Eine O5-Freigabe wurde erteilt. Die Tests finden in einem unterirdischen Schießstand der Foundation statt. Klasse D Personal wird dafür stehend fixiert. Der Assistent von Dr. Hass wird SCP-030-DE dabei abfeuern. Klasse D Personal, welches die Tests überlebt, muss im Anschluss terminiert C und zur Autopsie nach verlegt werden. Test 01. Testperson D 212. Geschlecht männlich. Alter 32 Jahre. Feuermodus von SCP-030-DE Einzelschuss. Dr. Hass gibt den Befehl, auf das rechte Bein zu schießen. Assistent schießt. Ein Brechen des Knochens ist zu hören. D212 schreit laut auf. Dr. Hass befiehlt, auf den linken Arm zu schießen. Assistent schießt. Erneut ist ein dumpfes Brechen der Knochen zu hören. D212 schreit laut und flucht. Dr. Hass befiehlt, auf den Kopf zu schießen. Assistent schießt. Ein lautes Knacken ist zu hören. D212 konnte kurzzeitig nochmal aufschreien. Bevor er starb, Verformung des Schädels erkennbar. Blut läuft aus Nase, Ohren und Mund. Autopsiebericht. Unnatürlicher Tod bei Z.N. Polytrauma am ehesten infolge massiver kranieller Gewalteinwirkung. Sichere Todeszeichen nachweisbar. Spezifische Befunde. Rechtes Bein. Haut intakt. Ohne oberflächlich sichtbaren Veränderungen. Abnorme Gelenkstellung. Trümmerfrakturen von Femur, Patella, Tibia et Fibula. Ausgeprägter Hämatos des Kniegelenks. Linker Arm. Haut intakt. Ohne oberflächlich sichtbaren Veränderungen. Suprakondyläre Trümmerfraktur des Humerus. Ursache ebenfalls starke Gewalteinwirkung. Rexis der Arteria brachialis infolge ossärer Fragmentierung. Schädel. Inspektorisch auffällige Schädelasymmetrie. Haut intakt, keine Petechien. Oto et Rhinohämatolik-Voreux. Multiple Frakturen des Viskero- und Neurokraniums inklusive Basiskranii. Ausgedehnte Compressio cerebri. Blutgefüllte äußere und innere Liquorräume infolge subarachnoidaler Rexisblutung des Circulus arteriosus cerebri. Ursache massive Gewalteinwirkung. Test 02. Testperson. D. 455. Geschlecht. Männlich. Alter. 36 Jahre. Feuermodus von SCP-030-D. Salve. Dr. Hass befiehlt, eine Salve auf den Oberkörper abzugeben. Assistent gibt eine Salve ab. Lautstarkes Brechen der Knochen ist zu hören. D. 455 ist auf der Stelle tot. Blut läuft aus dem Mund. Autopsiebericht. Unnatürlicher Tod bei Z.N. Polytrauma am ehesten infolge Herzbeuteltamponade. Sichere Todeszeichen nachweisbar. Spezifische Befunde. Oberkörper. Haut intakt. Thoraxasymmetrie und Instabilität. Rippenserienfrakturen BDS. Sternumtrümmerfraktur. Multiple Wirbelkörperfrakturen mit konsekutiver Verlegung des Spinalkanals. Spannungspneumothorax mit Mittellinienverlagerung nach links. Compressio cordis. Intakter Herzbeutel bei beidseitiger Ruptur des Ventrikelmyokards. Aortendissektion im Bereich des Arcus. Mediastinalemphysem infolge Ösophagusruptur. Ursache massive Gewalteinwirkung. Test 03. Testperson. D. 559. Geschlecht. Weiblich. Alter. 30 Jahre. Feuermodus von SCP-030-D. Dauerfeuer. Dr. Hass gibt den Befehl, das Ziel 5 Sekunden unter Dauerfeuer zu nehmen. Assistent feuert 5 Sekunden auf das Ziel. Es werden ganze 5 Sekunden das Brechen der Knochen vernommen. Zu Anfang schrie D559, bis sie ihren Verletzungen erlag. D559 blutete aus allen Körperöffnungen. Autopsiebericht. Unnatürlicher Tod infolge Multiorgandestruktion. Sichere Todeszeichen nachweisbar, spezifische Befunde. Äußerlich ist keine Verletzung zu erkennen. Abdominell ausgedehnte Gewebskolliquation. Keine sichere Zuordnung zu Organen möglich. Multiple Trümmerfrakturen, insbesondere der Wirbelsäule und des Beckens. Ursache massive Gewalteinwirkungen, die von einer Dampfwalze stammen könnte. Anhang. Testperson D559 war schwanger. Dieser Zustand wurde übersehen, als D559 vor 2 Monaten als Klasse D Personal eingestuft wurde. Schuld daran war ein unzuverlässiger Mitarbeiter der Foundation. Disziplinarmaßnahmen folgen. Autopsiebericht zum Ungeborenen von D559. Der Fetus wurde bei der Autopsie von D559 entdeckt. Er weist keine Verletzung von SCP-030-D auf. Gestationsalter 13 + 5 SSW. Tod infolge des Exitus letalis von D559. Zusammenfassung.
Durch die Tests an Tieren und Klasse D-Personal könnte eindeutig festgestellt werden, dass diese Waffe hochgradig tödlich ist. Es folgt Testreihe 3. Wenn SCP-030-DE diese Tests auch besteht, ist klar, dass es sich um die perfekte Waffe handelt. Tests mit diversen Panzerungen und Hindernissen. Anmerkung: Die Testreihe für Panzerungen und Hindernisse wurde nach dem erfolgreichen Testverlauf mit Klasse D-Personal beantragt. Durchgeführt werden die Tests von Dr. Hass und seinem Assistenten. Um eine Auswirkung zu erzielen, werden für die Tests Tiere und Klasse D-Personal verwendet. Alle Tests finden in der Anlage statt. Test 01 Schussweste. Testperson D254. Panzerung. Kugelsichere Weste SK1. Test. Dr. Hass gibt den Befehl, auf das Herz zu schießen. Es ist zu hören, wie der Brustkorb zertrümmert wird. D254 sackt tot zu Boden. Ergebnisse. Die kugelsichere Weste SK1 bietet keinen Schutz. Test 02 Panzerung. Testperson D432. Panzerung. Juggernaut MK2. Test. Dr. Hass befiehlt, eine Salve abzugeben. Assistent feuert eine Salve ab. Es ist zu hören, wie die Knochen zerbersten. D432 überlebte schwer verletzt, aber nicht dank des Anzugs. Der Assistent hat keine lebenswichtigen Organe getroffen. D432 wurde nach dem Test terminiert. Ergebnisse: Juggernaut MK2 Anzug bietet keinen Schutz. Test 03 Panzer. Testperson D311. Hindernis: Leopard 2P SO2A7+. Test: Der Befehl lautet, ein Dauerfeuer auf den Panzer anzugeben, in dem sich D311 befindet. Assistent feuert 10 Sekunden auf den Panzer. Äußerlich war nichts zu erkennen. D311 reagiert nicht auf Funkkontakt. Als der Panzer geöffnet wurde, konnte nur noch der Tod von D311 bestätigt werden. Ergebnisse: Der Leopard 2P SO2A7+ ist eines der bestgepanzerten Fahrzeuge der Welt. Trotz der starken Panzerung bieten er keinen Schutz vor. SCP-030-DE. Test 04 Bleiwand. Testobjekt: Schwein. Hindernis: 0,5 Meter starke Bleiwand. Test: Dr. Hass gibt den Befehl, einen gezielten Schuss auf die Position des Schweines abzugeben. Assistent gibt einen Schuss ab. Das Schwein wird am Kopf getroffen. Man kann hören, wie der ganze Schädel zertrümmert wird. Als das Schwein zu Boden geht, kann man sehen, wie sich der Kopf verformt. Ergebnisse: 0,5 Meter starke Bleiwände bieten keinen Schutz. Zusammenfassung: Es wurden noch 3 weitere Tests durchgeführt, die dasselbe Ergebnis brachten und somit nicht gelistet wurden. Getestet wurden noch 1 Meter dicke Stahlwand, 2 Meter dicke Betonwand, 0,5 Meter dicke Zinkwand. Daher wird angenommen, dass SCP-030-DE jede Art von Stoffen oder Metallen durchdringen kann, was es einen Feind unmöglich macht, sich Schutz zu suchen. Projekt Hammer P1 Anzug. Dieses Projekt wird von Dr. Hass geleitet. Hierbei handelt es sich um den Prototypen S-Hammer P1 Anzug. S steht hier für Schutz. Nach zahlreichen Tests mit SCP-030-DE ist es Dr. Hass gelungen, einen effektiven Schutz gegen SCP-030-DE zu entwickeln. Aufbau: Der S-Hammer P1 Anzug ist ein Ganzkörperanzug, der mit 30 kleinen Magnetspulen versehen ist. Diese Spulen sind untereinander verbunden und beziehen ihre Energie von einer Hochleistungsenergiezelle. Die maximale Laufzeit der Zelle beläuft sich auf 15 Minuten. Diese Spulen erzeugen ein starkes Magnetfeld, das SCP-030-DE nicht durchdringen kann. Das Gesamtgewicht des Anzuges beläuft sich auf 40 Kilo. Erste Tests mit Klasse D-Personal zeigten einen 100%igen Schutz vor SCP-030-DE. Da der S-Hammer P1-Anzug nur ein Prototyp ist, hat die Foundation bis jetzt keine Verwendung dafür. Durch zu hohe Kosten wird das Projekt vorerst auf Eis gelegt.